Nicht schlecht. Versuch doch mal, mit der rechten Hand ein bisschen lockerer zu sein und mit der linken Hand von oben im 90-Grad-Winkel draufzugreifen. Von dir lasse ich mir da gar nichts sagen. Ich spiele jetzt schon fast 20 Jahre Gitarre und werde ja wohl wissen, wie das geht. Ich grüße euch. Kindererziehung ist eine schwierige Sache, oder? Da hat man sich von außen überhaupt nicht einzumischen. Die Eltern werden ja schließlich wohl am besten wissen, was gut für ihr Kind ist. Nun, ich koche jetzt seit ungefähr 15 Jahren mein Mittagessen selbst. Aber macht mich das zu einem Starkoch? Und ich fahre seit vielen Jahren Fahrrad. Aber macht mich das zum nächsten Tour de France-Sieger? Wenn ich jetzt anfangen würde, Tiere zu halten und zu töten, wäre ich dann nach 10 Jahren automatisch ein guter Landwirt, nur weil ich Erfahrung habe? Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre schlecht machen, hat Kurt Tucholsky mal gesagt. Aber gut, ich höre den Einwand ja schon. LandwirtInnen machen eine Ausbildung und lernen, wie man Tiere artgerecht und angemessen hält. So wie Radprofis trainieren oder Köche eine Ausbildung machen. Sie eignen es sich nicht von alleine an. Sie lernen durch und mit anderen, manchmal schon von klein auf. In der Landwirtschaft ist das nicht anders. Ich gebe zu, das stimmt, aber ich habe 4 Probleme damit. Ey, hast du ein Problem oder was? Nein, 4, habe ich doch gesagt. Käfigethik. Wenn ihr zu McDonald's geht und euch einen Burger kauft, wie begegnet ihr der Person hinter dem Tresen? Als Verkäuferin, mit der Funktion, Burger zu verkaufen. Umgekehrt geht es natürlich auch. Was sind wir für die Verkäuferin? Kundschaft, mit der Funktion, Geld zu bezahlen. Die Verkäuferin begegnet uns zwar auch als Mensch, aber zuerst als Verkäuferin. Und genauso ist das in der Landwirtschaft auch. Schweine, Rinder, Hennen, Schafe, das sind Ressourcen, Arbeitsmittel und Waren. Landwirte sehen Tiere nicht als Individuen mit je eigenen Interessen und Bedürfnissen, sondern als ökonomische Einheiten. Und ich meine das durchaus wörtlich. Der Blick, die Brille, die Ideologie der Landwirtinnen ist gefiltert durch wirtschaftliche Interessen. Zugegeben, die Bedürfnisse der Tiere sind nicht komplett irrelevant, aber sie zählen nur insofern, als dass tote Tiere kein Geld abwerfen. Was fehlt, das ist der Blick von außen. Die Frage, ob es überhaupt legitim ist, Tiere zu nutzen und zu töten, stellen Landwirte erst gar nicht. Ihnen geht es allein um das Wie. Die Tierethikerin und Philosophin Friederike Schmitz nennt das Käfigethik. Die Käfigethik setzt voraus, dass menschliche Tiere von uns Menschen zu bestimmten Zwecken genutzt werden dürfen, auch wenn ihnen dabei massive Leiden und Schäden zugefügt werden. Das heißt, sie setzt voraus, dass Tiere, metaphorisch oder ganz wörtlich verstanden, in Käfigen leben, die von Menschen gebaut wurden. Nun, wir können an dieser Stelle sicherlich streiten, ob Landwirte die Schuldigen sind oder nur Getriebene und Abhängige eines fragwürdigen Systems oder ob die Politik mehr machen muss oder ob wir, Konsumierende, uns ändern müssen. Meine Antwort ist auf jeden Fall ja. Bäuerliche Idylle und Naturentfremdung. Ihr kennt die Bilder auf den Milch- und Butterverpackungen, oder? Kühe, die auf satten Wiesen stehen, mit Bergen im Hintergrund, die kein Ende nehmen. Ich denke, die meisten von uns wissen, dass das Täuschung ist. Aber die meisten wollen trotzdem daran glauben, dass es stimmt. Nur, wir können uns die Welt nicht so machen, wie sie uns gefällt. Das Leiden der Tiere, die Wirklichkeit in den Ställen sieht einfach anders aus. Und das sind keine Ausnahmen, das ist die Regel. Da könnt ihr auch gerne auf die entsprechenden Seiten entsprechender Betriebe gehen. Ich verlinke euch dazu mal ein paar Beispiele. Die Masse an Fleisch, Milch und Eiern, die wir konsumieren, lässt sich im Sinne der Erzählung bäuerlicher Idylle gar nicht erzeugen. Mal davon abgesehen, dass auch die bäuerliche Idylle eine Mehr ist die tiernutzende Landwirtschaft ein System, das auf den Einsatz neuester Maschinen und massiver Technologie angewiesen ist. Mit Natur hat das nicht mehr viel zu tun. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. VeganerInnen und Menschen, die in der Stadt wohnen, wird ja oft vorgeworfen, keine Ahnung von Landwirtschaft zu haben und von der Natur entfremdet zu sein, beziehungsweise die Natur zu romantisieren. Nun, sind es nicht die Landwirtinnen, die von der Natur entfremdet sind? Mit all den Melkrobotern, all dem Kraftfutter, all den hochmodernen Stallanlagen, all dem Tiergesundheitsmanagement. Ja, das heißt wirklich so. Wie nah ist die Landwirtschaft da noch an der Natur? Und wie natürlich sind Schweine, Rinder, Hühner und Ziegen und Schafe in der modernen Landwirtschaft? Vorwurf: Vegane sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Erinnert ihr euch? Im Januar und im Februar die Proteste der Bauernschaft?
Recht militant blockierten sie Straßen, hinderten Robert Habeck am Verlassen einer Fähre und schreiten alles nieder, was auch nur ein bisschen am Status quo ändern würde. Das Selbstbild der Bauern und Bäuerinnen: Sie ernähren die Nation und was bekommen sie als Dank? Miese Bezahlung für schwere Arbeit und fehlende Anerkennung bis hin zu dem Ruf, Tierquälerinnen zu sein. Die Ernährer der Nation, das stimmt und es stimmt nicht. Ohne Landwirtschaft keine Ernährung, natürlich, und ohne Ärztinnen und Krankenpfleger keine gesunden Menschen. Ohne Maurer keine Häuser, ohne Lehrerinnen keine Bildung für die Kinder der Landwirtinnen. So ist das in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht. Aber die Bäuerinnenschaft hat Kritik an der aktuellen Landwirtschaft mit Kritik an der Landwirtschaft an sich verwechselt. Natürlich lehnen die meisten Leute, und darunter auch VeganerInnen, nicht Landwirtschaft an sich ab. Aber sie lehnen eine Landwirtschaft ab, in der Tiere dem System angepasst werden. In der Tiere überhaupt genutzt werden, in der Nitrat ins Grundwasser gelangt, in der die Bodenfruchtbarkeit und die Biodiversität abnehmen, in der die Tierhaltung zur Klimakatastrophe beiträgt und in der Menschen durch Antibiotika-Einsatz entsprechende Resistenzen entwickeln. Landwirtschaft? Ja, aber eine Landwirtschaft zum Wohle von Menschen, Tieren und der Natur. Mangel an historischem Sinn. Wenn ihr mir bis hierhin gefolgt seid, dann bedanke ich mich. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch ein wenig Philosophie verkraftet. Wenn es ein Zitat gibt, das ich von Friedrich Nietzsche auswählen müsste, dann wäre es dieses: Alle Philosophen haben den gemeinsamen Fehler an sich, dass sie vom gegenwärtigen Menschen ausgehen und durch eine Analyse desselben ans Ziel zu kommen meinen. Alles aber ist geworden. Es gibt keine ewigen Tatsachen, so wie es keine absoluten Wahrheiten gibt. Alles aber ist geworden. Wow, das ist stark. Also ich meine so richtig stark. Es ist doch so, die meisten Menschen schauen in die Welt und denken, dass die Welt, so wie sie ist, schon immer so war. Der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, der Mensch hat schon immer gehandelt und getauscht, der Mensch hat schon immer in Mann und Frau unterteilt, der Mensch hat sich schon immer vom Tier abgegrenzt und so weiter. Aber hier ist die Wahrheit. Kapitalismus war nicht schon immer da. Hochöfen und Baukräne waren nicht schon immer da. Der Tierkonsum war nicht schon immer da. Wie alt sind Landwirtschaft und Tierhaltung? Keine 15.000 Jahre. Wie alt ist die industrielle Landwirtschaft? Keine 200 Jahre. Wie alt ist die Massentierhaltung? Keine 80 Jahre. Und neuerdings finden Hirten im südlichen Afrika anhand von Apps Weideflächen. Das meint das Zitat von Nietzsche. Die Dinge waren nicht schon immer so. Sie haben eine Geschichte. Der Tierkonsum aber leugnet seine Geschichte und stellt sich als ewige Wahrheit dar. Aber das ist das Wesen von Ideologie. Leugnen, dass es auch schon mal anders war und dass es anders sein kann. Ideologien erzählen Geschichten. Der Tierkonsum erzählt die Geschichte der Unterjochung und Tötung von Tieren. Was aber spricht dagegen, eine andere Geschichte zu erzählen? Eine Geschichte von einer Gesellschaft, in der wir Tiere nicht unterdrücken und unterjochen, sondern als gleichberechtigt akzeptieren. Was spricht dagegen, unsere Ressourcen und Energien in eine wirklich befreite Gesellschaft zu stecken und nicht in Leid und Tod Unschuldiger? Und zwar mit den Bäuerinnen und Bauern, nicht gegen sie. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freund und Feind und mit allen Damen und Herren und allen dazwischen und außerhalb. Und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Moment, stopp, wir sind noch gar nicht am Ende. Ihr müsst euch auch das Ende am Ende anschauen, sonst verpasst ihr die ganzen Boomer-Witze. Der alte Tanzbär, der ich bin, war ich kürzlich in einer Disco. Ich hatte mein Go Vegan T-Shirt an. Als ich kurz an die Bar ging, um mir einen Mocktail zu holen, kam jemand auf mich zu. Ey, suchst du Stress oder was? Willst du uns Metzger dissen? Und da habe ich zu ihm gesagt, ihr Metzger, ihr habt 3 Probleme. Das erste Problem ist, dass ihr zu neugierig seid. Er guckte nur kurz ganz komisch, ging dann aber. Nach 10 Minuten kam er mit einem Kollegen zurück und schubste mich, sodass ich in den Tresen fiel. Als ich mich wieder gesammelt hatte, meinte ich zu den beiden, das ist euer zweites Problem. Ihr seid zu aggressiv. Ich war gewarnt und auf meiner Hut und verließ die Disco. Aber draußen warteten natürlich schon die Metzgergesellen mit 2 weiteren Kumpanen mit Schlachtermessern in der Hand auf mich. Aber ich lachte nur kurz und meinte, das ist euer drittes Problem. Ihr kommt mit Messern zu einer Schießerei. Paul Arnhausen, Geschichtengarten. Ja gut, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Also, okay.
Damn, so kann man wirklich besser spielen. Aber verratet es ihm nicht.